Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Flight Report. Wir sind hier in Frankfurt Airport. Wir fliegen heute nach San Francisco mit United in der 7879 und zwar in der Business Class, in der United Polaris Business Class. Was uns erwartet, das erfährt ihr gleich nach dem Intro. Normalerweise könnten wir die Business Class Lounge von der Lufthansa nutzen, hier im Bereich der C-Gates, aber wir sind so spät dran, dass wir es nicht mehr geschafft haben. Ihr seht ja, in die USA muss man immer noch so ein paar Informationen herausgeben und auch das ESTA vorweisen und auch sagen, wo man übernachtet. Das sind so die Dinge, die man immer in die USA machen muss und das dauert. Deswegen sind wir relativ früh jetzt hier im Gate. So, wir sind drin. Das Priority Boarding hat sehr gut funktioniert bei United. Es wurde nach Gruppen aufgerufen. Zuerst Menschen, die Hilfe benötigen durften an Bord und Kinder auch, also Familien mit Kindern. Und danach wurde nach Gruppen aufgerufen. Die Business Class ist Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3, Gruppe 4. Ja, und deshalb sind wir relativ früh hier an Bord. Die Polaris Business Class hier von United im Dreamliner 787-9. Ein Welcome Drink gibt es ebenfalls, wenn man hier reinkommt, entweder Wasser, Orangensaft oder ein Sparkling Wine. Hier sind so viele Sachen, wenn man hier reinkommt an meinem Sitz. Unmengen. Der Sitz ist so vollgepackt mit Dingen. Ein riesengroßes Kissen. Nochmal so ein Kissen, also Kopfkissen. Das ist fast schon so ein orthopädisches Kissen, denn es fasst das mal an. Das ist wie richtig fest und da ist Schaumstoff drin. Wenn man reindrückt, drückt das sich zusammen und es geht ganz langsam wieder auf. Ganz lustig. Ja, und dann eine Überdecke und eine richtige Decke. Außerdem Kopfhörer hinten und das Amenity Kit von United. Eine ganze Menge drin. An jedem Sitz befindet sich außerdem noch eine Steckdose, jetzt direkt hier links neben meinem Kopf, ein USB-Anschluss und natürlich auch der Audioeingang. Wir haben einen richtig coolen Blick nach draußen über das Triebwerk und in dem Flügel sehen wir hier noch einige Lufthansa-Maschinen, aber es wird gleich dunkel sein, das heißt, dann werde ich nicht mehr die Kamera anbringen können. Bei vielen Airlines wird es ja immer so gehandhabt, dass nur ein Bruchteil der Dinge, die jetzt hier liegen, am Platz liegt und es kommt alles nach und nach dann zu uns, aber hier ist irgendwie alles sofort da. Getränke natürlich, die wurden etwas später gebracht, aber das Amenity Kit, Kopfhörer, die Menükarte und auch so Kissen, Decken und so weiter, war alles schon da. Weil Sie in einer Notausgang rein Die Polaris, also die Business Class von United hier in der 787-9, besteht aus 2 Abteilen und jeweils in einer 222-Bestuhlung und 48 Sitzen. Das ist also eine ganze Menge hier. Aber jedes einzelne Bett hat die Funktion eines flachen Bettes. Also man kann es zu einem flachen Bett machen, kann damit richtig gut schlafen. Wie es geht, zeige ich euch nachher. Kurz gebratene Rinderrippe. Ach, das hört sich aber lecker an. Ich habe
gleich 4 Hauptgerichte zur Auswahl. Ich muss auch 4 zeigen, nicht 3. Also 4 Hauptgerichte sind zur Auswahl. Wenn ich ganz schnell essen möchte, gibt es auch das Express-Meal. Und den Signature-Eisbecher. Oh ja, der muss sein. Ja. Da habe ich mich schon drauf gefreut. Amerikanische Airlines können ja extrem gut Eis servieren. Meistens ist Ben & Jerry Eis mit verschiedenen Toppings drauf. Ich glaube, den nehme ich auch. Ich sehe hier gerade die Anzeige. Die Dinge, die jetzt hier am Platz liegen, dürfen natürlich nicht mit nach Hause genommen werden. Die kann man auch käuflich erwerben bei United Airlines. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr auch bei uns in unseren Merch-Shop gucken. Da gibt es nämlich auch solche tollen Kissen, besonders mit unserem Logo drauf. Oder es gibt Tassen mit unserem Logo drauf. Also könnt ihr vorbeischauen, wenn ihr wollt. Shirts ebenfalls. Flugzeit nach San Francisco ist übrigens 11 Stunden 30 Minuten offiziell. Wahrscheinlich wird es wieder ein bisschen weniger werden, je nachdem, ob wir so einen Jetstream mitnehmen können oder nicht, aber meistens wird es dann doch weniger erfahrungsmäßig. I need 2 choices, okay? I go for the beef, the short rib. The beef, yeah. And we also have chicken for arrival with the deli, or you have... Im Falle, dass das eine oder andere Gericht nicht mehr verfügbar ist, weil der Nachteil ist, wenn man hinten sitzt, kommt es oft vor, dass ein Gericht schon vergriffen ist. Sollte ich gleich eine zweite Wahl treffen, ja, passt sich. Zum Schluck haben und kriegen dann gleich die ganze Flasche Käse. Habt ihr mitbekommen. Dominik macht die Story. Seid ihr schon bei uns dabei? Bei der Story bei Instagram da seid ihr immer ganz live dabei. Dieses Video wird veröffentlicht meistens Wochen, nachdem wir es wirklich geflogen sind. Aber bei Instagram, in der Story, seid ihr immer live dabei. Genau. Ich mache hier ganz bewusst diesen Aufwand. Das sieht immer ganz komisch aus, wenn ich mit dem Handy da sitze. 11 Stunden, 11 Minuten. Ja. Das feuchte, warme Tuch, was auch bei United recht feucht ist und warm, aber nicht heiß, aber ist okay. Mit einem United-Logo drauf. Die Qualität ist ziemlich gut. Bevor es mit dem Service losgeht, zeige ich euch mal schnell das Bett hier in der United 787-9. Es ist ja eine Zweisatz-Bestuhlung und ich habe ja letztendlich die Arschkarte auf diesem Flug, ist meine Meinung, denn ich muss, wenn ich das Bett habe und Dominik auch, immer über die Füße drüber steigen. Aber das ist ein anderes Thema. Es gibt ja Leute, die mögen das. Ich nicht. So, machen wir mal das Bett. Es gibt 2 Schnellzugriffe hier auf dem Panel, was rechts von mir ist. Einmal die schnelle Liegeposition und einmal die aufrechte Sitzposition für Start und Landung. Ich kann aber auch alles einzeln nochmal steuern hier. Das ist die Liegefläche. Die Details im Einzelnen zeige ich euch durch einen Einblender. Sie ist auf jeden Fall ungefähr 2 Meter lang. Ich habe hier ausreichend Platz zum Schlafen. Allerdings sind meine Füße etwas eingeengt. Aber nicht so schlimm wie bei anderen Airlines, wie beispielsweise Lufthansa. Da hat man ja teilweise nur so wenig Platz. Hier hat man noch ein bisschen mehr. Gut. Und ich habe gehört, es soll eine Auflage geben. Das werde ich jetzt gleich mal erfragen. Okay. Auf Nachfrage bekommt man hier auch noch eine Unterlage zum Schlafen dazu. Die schöne Decke, die aussieht wie ein Geschenk, ein Present.
Ja, und was ich richtig cool finde, ist dieses Kissen. Also das ist sagenhaft, das habe ich nicht erlebt. Das ist so ein richtiges Schaumstoffkissen. Mega bequem. So, man kann es auch als Rückenkissen verwenden. So, jetzt habe ich es mir bequem gemacht. Hier rechts ist der Tisch im Übrigen, der sich aber nicht drehen lässt. Er lässt sich aufklappen, ja schön. Wenn ich den Sitz verlassen möchte, kann ich ihn zuklappen, aber das setzt voraus, dass nichts auf dem Tisch ist. Die Bedienung des Entertainment-Systems, was man hier ganz einfach auf Deutsch stellen kann im Übrigen, kann ich hier durch diesen Controller machen. Oder ich nutze den berührungsempfindlichen Monitor direkt vor mir. Auswahl ist relativ gut. Wenn ich die Menüführung auf Deutsch gestellt habe, wird mir immer automatisch dann auch gleich die Tonspur, die deutsche Tonspur für die jeweiligen Filme eingestellt. Sehr gut mitgedacht, United. Ja, zur Auswahl stehen diverse Filme, aber auch Serien oder halt auch die Flightmap TV kann ich mir angucken. Ja, sieht eigentlich ganz nett aus. Musik auch. Informationen, wer ich haben möchte, gibt es ebenfalls Dokumentationen. Ja, ich habe also jetzt genügend Zeit hier Filme zu schauen. Das sind die Kopfhörer von United und ich glaube, es sind keine Noise Cancelling Kopfhörer, also geräuschunterdrückende Kopfhörer, denn ich stecke den Stecker rein. Normalerweise kommt man dann in so eine Art Kokon rein. Es wird also die Umgebungsgeräusche werden unterdrückt, in diesem Fall nicht. Wow, das nenne ich mal einen Waschraum. Der ist ja riesig. Es gibt mehrere hier im Flugzeug in der 7879, aber der zwischen den beiden Kabinen ist, also zwischen den beiden Business-Class-Kabinen, ist der Waschraum, der ist am größten. Mega viel Platz. Mal so. Und was gibt es hier? Ein bisschen Amenities gibt es schon. Handcreme, Seife, Desinfektionsmittel, also hier für die Toilette. Dann nochmal Seife, Tücher, Becher. United-Becher gibt es auch. Ja, aber das war's. Aber ich habe ja auch das schöne Amenity-Kit mit diversen Cremes, Zahnbürste, Zahncreme, Socken sind da drin, Eyeshade, also Schlafmaske und auch noch die Ohrstöpsel. Dann habe ich alles, was ich benötige für diesen Nachtflug, damit ich nachher schlafen kann. Nette, lustige Flugbegleiterin Sissy, hat es sich gesagt. Es gibt Champagner. Zu Boarding gab es nur Sparkling Wine und nach dem Start dann den Champagner und eine Schale mit Nüssen und Wasser, je nachdem zur Auswahl. Cheers! Because she didn't like sitting there. Would you like to have garlic, sourdough? Hey, 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 ich finde ja, dass das Tablett ist richtig schön angeordnet und der Salat, der sieht mega frisch aus. Vielleicht liegt es auch ein bisschen an dem Licht hier, aber die Farben sehen so toll aus. Na, was hat denn United damit gemacht? Auch der Lachs, der sieht so rot aus. Aber richtig lecker sieht es zumindest aus. Gucken, ob es auch so schmeckt. Enjoy. Thank you. Ach, sie ist so wunderbar. Oh, this looks good. Yeah, yours looks nice though too. Wow, das sieht richtig lecker aus. Ich habe ja die, was habe ich überhaupt? Rippe. Oh, das zerfällt beim Schneiden. Genau wie ich es mag.
Das Essen ist jetzt durch, also Vorspeise, Hauptspeise. Beides war wirklich, wirklich, wirklich lecker. Und jetzt kommt das Beste. Ice cream. Yes. I have. You're gonna get Oh yeah. Mouse like Thank it. you. Oh. Oh. Everything. Everything. Ich weiß, es ist Sünde pur, aber es muss sein. Und demnächst machen wir mal ein Vergleichsvideo. Welche Airline, welche amerikanische Airline hat das beste Eis? Und jetzt wird es langsam dunkel, passend zum Dessert. Und das war es jetzt mit dem Service. Jetzt können wir nach ungefähr noch 9 Stunden Flugzeit noch ein wenig entspannen, vielleicht ein bisschen schlafen, gucken, Filme schauen. Ja, und dann gibt es nachher wieder was zu essen. Bis später. And after that beautiful landing, ladies and gentlemen, United Airlines would like to be the first to welcome you to the San Francisco International Airport. Local time, 7:51 p.m. So, wir sind jetzt schon gelandet. Es gab doch kein Essen mehr. Wir haben so gut geschlafen, letztendlich. Oder ja, zu lange geschlafen, dass wir kein Essen mehr abbekommen haben. Ist aber auch nicht schlimm. Wir hatten eine Menge gegessen nach dem Start. Und der Sitz an sich ist sehr, sehr angenehm. Man kann hier sehr gut schlafen und diese ganzen Kissen hier und die Decke. Also ich fand es ziemlich bequem hier. Und vor allem die Flugbegleiter, also unsere Sissy, die war ja richtig, also heißt ja, richtig, richtig toll. Also war sehr herzlich hier. Ich habe mich sehr wohl gefühlt. Dabei habe ich ganz andere Dinge von United gehört. Stimmt also nicht in unserem Fall. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss.